Grüß euch, da ist wieder Rucksacktaxi. Ich bin heute am Parkplatz von St. Margarethen in Brandenburg. Gegenüber ist Feuerwehrhäusl und ich gehe jetzt erst einmal ein Stück hinter Richtung Gestüt und dann rechts rauf Richtung Wendelstor. Dann biege ich aber rechts ab. Den Teil bin ich auch schon mal gegangen mit euch. Ich möchte heute über die Rampoldplatten auf die Hochsaalwand gehen, den kleinen Klettersteig zwischendrin. Lechnerkopf weiß ich noch nicht. Und dann fahren wieder runter über die Saalwand. Auf geht's! Das Stückerl von St. Margarethen geht es gleich richtig bergauf. Da muss man gemütlich hochgehen, dass man nicht schon das ganze Pulver verschießt. Wir sind natürlich da von der Straße gleich wieder rechts abgehauen und zwar an dem Schüttel zur Breitenberghütten. Die hat seit, ich glaube, fast einem Jahr wieder einen Pächter. Da war eine Zeit lang Stillstand. Da gehen wir jetzt mehr oder weniger unter der alten Materialseilbahn rauf. Da wo der Baum liegt, geht es für uns links, beziehungsweise auch gerade so gut kann man sich rechts halten und geradeaus gehen, wenn man direkt zum Breitenberghaus gehen möchte. Da sieht man schon aufs Dach rüber. Und ich möchte aber da unten links rüber gehen. Da komme ich dann knapp oberhalb der Breitenberghütten raus. Stehen oft Ross auf der Alm. Und da treffen wir dann wieder auf die Straße.
Von uns sehen wir auf die Randballplatten. Und auf der anderen Seite von der Baumgruppe, das ist der Lechnerkopf. Und gerade so nicht mehr am Gipfel sehen wir von der Hochsaalwand. Das ist im Prinzip das Ziel, entweder mit oder ohne Lechnerkopf. Und dann werden wir von uns aus gesehen links ab der Hochsaalwand absteigen. Den Steig habe ich euch schon mal hinauf gezeigt. Und ja, werde ich auch wieder einen Abspann rein da oben. Am nächsten Wegweiser gehen wir jetzt schon rechts rüber zur Schurbreialm. Das Video habe ich auch schon mal aufgenommen. Also der Weg da herunten ist oft der gleiche und dann ergeben sich halt herum auch wieder einige Möglichkeiten. Jetzt sehen wir auch auf die Hochsaalwand auf. Wir werden später links da runter gehen. Das ist ein Stein, wo man auch, sage ich mal, ein bisschen mit der Hand hinlangen muss. Es sind 2 Steine drin. Und dann kommen wir da wieder runter. Also ist das herobere jetzt unten. Ich habe gerade mit dem Bauern von der Lechneralm geratscht. Habe ich vor 2 Jahren schon einmal. Und er hat auch die Angst, dass mehr Leute durch Viehweiden durchgehen und hat auch die Angst, dass Videos einen Teil davon verursachen. Ja, ich weiß es nicht. Die Tour heute, hat er gemeint, war in Brandenburg gar kein offizieller Wanderweg mehr. Ja, das habe ich nicht mitgekriegt, weil das ist eine Tour, die gehe ich schon 15, 20 Jahre und gehe es halt heute auch wieder. Jetzt ist es so, natürlich gehen wir da über die Viehweiden. Ihr wisst es, ich habe es ja auch schon ein paar Mal dazu gesagt, dass man im Frühjahr schon aufpassen muss und dass die Viecher halt auch die Rangordnung noch nicht festgelegt haben, dass zum Teil noch ein bisschen ein Selbstbewusstsein bilden müssen. Und da kann eine Kuh einmal ein ganz hinterfotziges Luder sein. Das andere ist, er hat halt da viel Gams herin. Da hat er mir schon vorgeschwärmt, wie ich das letzte Mal mit ihm geratscht habe. Und da ist es natürlich immer so, wie ich es auch schon ein paar Mal betont habe, man muss ein bisschen stark sein. Das war ja ganz selbstverständlich war am Berg. Manche wissen das leider nicht mehr. Naja, die kann ich sicher nicht alle aufhalten oder bekehren. Aber wichtig ist halt, dass wir alle ein bisschen am selben Strang ziehen und nicht gegeneinander arbeiten. Und darum geht es halt auch immer um das, einmal mit den Leuten reden, so wie ich es jetzt hier auch gemacht habe. Erstens erfahrt man wieder was Neues. Es ist halt einfach, wenn der Tourismus da ist und wenn Schulen da sind, ich habe auch schon Studenten aus Innsbruck getroffen, die da bei uns halber die Bergläufe veranstalten, zu dritt, zu viert. Die haben natürlich noch eine andere Anschauung vom Berggehen wie wir. Und wenn wir unsere Wanderwege erhalten wollen, dann heißt es ja, dass wir uns gegenseitig ein bisschen ermahnen müssen und dass wir das Ganze ein bisschen im Zaum halten müssen, weil Verbote bringen uns ja auch nicht weiter. Die letzten Meter zur Randballplatten, die haben es in sich. Da geht es steil rauf. Es ist auch ein bisschen abschüssig. An sich ist der Steig gut zum Gehen.
und jetzt gibt es bloß noch eine Rechtskurven und dann sehen wir aber schon aufs Kreuz. Fast wie erwartet liegt nur Schnee in dem einfachen Klettersteig und natürlich ist er feucht wie fast immer und damit sind auch die Balken rutschig. Das heißt, nicht aufverhitzen, sondern bedacht einen guten Tritt zu haben. Naja, die meisten von euch muss ich das sicher nicht sagen. Das Seil gehört vielleicht wieder mal festgemacht, das hängt ziemlich auf Halbmast. Aber das ist eine Mordsarbeit und darum auch ganz klar, dass dieser Zeit dauern wird.
Es ist die Nordseiten. Man muss doch noch ganz schöne Schneefelder überbrücken. Da sieht man einfach die Stellen ganz deutlich, wo es mehr Schnee eingewaht hat. Da liegt er halt auch noch dicker. Jetzt da herin, wo das Seil wieder ist, da ist es wieder weniger. Das ist mehr so ein Übergang, wo es langsam eisig werden möchte. Ich vermute aber, dass fast schneller schmelzen wird. Den nächsten Tag wird es so warm. Da meine ich, geht es bald dahin mit dem Rest von der weißen Pracht. So, wir haben den Klettersteig hinter uns und sehen hinüber, gleich hinter dem Baum, auf dem Wendelstor samt Observatorium und Sendemast. Die Aussicht darüber geht erst auf, wenn wir links weitergegangen sind, ist nicht mehr weit auf zur Hochsaalwand. Wir sind auf die letzten Meter zur Hochsaalwand. Und wie erwartet sind natürlich auch Leute um. Ist klar, Ostersamstag und ein Bombenwetter. Da kann man nicht davon ausgehen, dass man allein am Berg ist. Von St. Margrethen sind wir gestartet, sehen wir natürlich nicht hin. Dann da unten rauskommen, an der Lechnalm vorbei. Darüber, dann eben auf die Rampelplatten und jetzt sind wir eben da rüber gegangen. Hinterm Lechnerkopf vorbei auf die Hochsaalwand. Ihr seht, beim Runtergehen haben wir schon auch noch mal ein paar Klettersteine drin, vor allem ungesichert. Ich empfehle euch das, wenn überhaupt, dann bitte nur bei trockener Wetter wie heute. Da stimmt ja jeder Tritt. Es ist jetzt dann unter zwar das Gröbste vorbei, aber steil und abschüssig ist dann unter schon. Also die Runden habe ich auch schon mal heraufgezeigt. Wie gesagt, ich habe bis jetzt nicht mitgekriegt, dass das kein offizieller Weg mehr ist. Ich brauche darauf keine Schulter. Ich gehe da schon
solange ich denken kann drauf. Das ist eine von meinen Lieblingstouren. Und ich glaube, es kommt halt darauf an, dass man sich dann wirklich entsprechend verhält. Ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, dass ich nicht unbedingt der Freund bin von Sonnenaufgangs- oder Sonnenuntergangswanderungen und den Beutel, die da veröffentlicht werden, weil das Nachahmen nach sich zieht. Und das ist nicht der Sinn der Sache. Meine Meinung, mein klares Statement ist, die Dämmerung gehört am Wald und dann natürlich auch am Jäger. Und nicht uns Wanderer. Gerade solche Touren wie die, oder was ich jetzt als Abstieg mache, da gehen wir halt nicht um 6 Uhr los, weil wir keine Leute sehen wollen. Darauf, wenn du gehst, musst du mit Leuten rechnen. Und da gehen wir zu einer Zeit, wenn man halt darauf geht. Das ist wirklich eine Aufforderung an euch. Haltet euch bitte schön dran, weil gerade die kleinen Juwele, für mich ist das ein echtes Juwel da auf. Die werden wir nur beibehalten können, wenn wir uns entsprechend alle zusammenreißen und leise unterwegs sind, kein Wild aufschreien und wenn wir alle einigermaßen miteinander auskommen. Man sieht es da oben noch gehen. Wir sind uns gerade begegnet. Und zwar fast genau am Ende von meiner Runden. Aufgestartet sind wir da Richtung Lechner Alm. Und dann eben über die Rampoltplatten hinterm Lechner Kopf vorbei auf die Hochsaalwand. Und dann den Rücken wieder runter bis zur Saalwand und eben den Abstieg durch den Wald da runter. Ein relativ normaler Jägersteig. Und jetzt geht derselbe Weg wieder zurück. Ich nutze jetzt die Gelegenheit nur mal für ein Fazit. Das Wichtigste habe ich eigentlich unterwegs schon gesagt. Für mich ist sowas ein Traumrunden. Auch bei dem Wetter natürlich, das hilft noch mit. Fakt ist aber, wenn ich so eine ehrliche Meinung von einem Bauern her, von einem Jäger, wenn man sich vernünftig unterhält, dann ist es mir auch wichtig, dass ich euch das sage, was er denkt. Und er denkt halt, dass man da eigentlich gar nicht mehr raufgehen soll, weil das kein offizieller Weg ist. Also man soll halt auf der Straße raufgehen und dann da rüber. Wobei das Stückel dann auf auch kein offizieller Weg ist. Naja, wo man anfängt und wo man aufhört, muss ja jeder selber wissen. Ich für meinen Teil mag solche Jägersteige gehen. Ich muss aber auch sagen, allein bin ich halt auch sehr leise. Ich bin allein immer auf der Schau nach Wild, weil ihr wisst, ich freue mich drüber, wenn ich mir einen Gamsti sehe oder einen Manke irgendwo am Bauhocker sehe. Und das geht nicht, wenn man die ganze Zeit redet. Das geht nur, wenn man stark ist. Und dann beeinflusst man so eine Strecken oder so eine Tour halt auch nicht negativ. Wenn natürlich, so wie heute, ich habe es leider auch gesehen, es waren 2 Bergläufer dabei, das ist schon wieder viel unruhiger. Wenn einer raufläuft, das ist viel mehr Remedeme, als wenn man langsam raufgeht. Und scheinbar ist das doch wieder sehr stark begangen. Haben aber, ich habe es natürlich auch geredet, als junge Einheimische. Braunerburger, Kiefersfelden, es hat irgendwo schon alles seine Berechtigung. Und darum sage ich auch nicht, so ein Steig soll keiner mehr gehen, so wie der Bauer gemeint hat. Da haben wir nicht ganz einer Meinung. Ich bin der Meinung, es ist ein großer Unterschied, wie man sowas geht. Und ob man sich zusammenreißt oder ob man von unten weg schon ganz klar sagen kann, okay, heute andere Runden, heute auch anderes Benehmen. Und nicht die Aussicht oder auch der Drohnenflug ist das Wichtigste. Ich habe es dabei gehabt, ich bin heute nicht geflogen. Und auch nicht bloß, weil wir uns da unterhalten haben, sondern A ist der Wind teilweise doch ein bisschen zu stark gewesen. Und B, wenn Leute um sind, die ich stören kann, dann nehme ich auch da Rücksicht. Und dann kommt es halt nicht zum Einsatz. Das war's für heute. Ein Traumrunden. Bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren
und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksacktaxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.